Ein herzliches Willkommen an alle neuen und alten Abonnenten. Mit dem heutigen Video möchte ich meine Inktober-Reihe abschließen. Mit dabei habe ich nicht nur die Entstehungsvideos vom 30. und 31. Oktober, sondern ich möchte euch auch 3 Tipps geben, wie ihr es nächstes Jahr durch den Inktober schaffen könnt. Natürlich lassen die Tipps sich auch auf Mermay oder andere Daily Drawing Challenges übertragen. Dann legen wir gleich los. Mein erster Tipp ist gleichzeitig der, welcher mir auch am meisten geholfen hat. Vorbereitung. Damit meine ich natürlich nicht, schon im September die Bilder für Oktober zu malen. Zuallererst müsst ihr euch darüber bewusst werden, was ihr eigentlich von der Challenge wollt und was eure Erwartungen sind. Und dann ist die Frage, sind diese Erwartungen realistisch? Wenn ihr während des Monats beruflich unterwegs seid, wird es unter Umständen schwierig, die eigenen Erwartungen zu erfüllen. Vielleicht wäre es dann besser, sich nur ein Bild pro Woche vorzunehmen. Mein Ziel waren 31 mehr oder weniger ausgearbeitete Tuschebilder. Wenn euch klar ist, wohin ihr wollt, könnt ihr mit der genaueren Vorbereitung beginnen. Überlegt euch 2 bis 3 Themen oder Charaktere. In meinem Fall habe ich mir Charaktere mit den Elementen Natur, Fische und Sterne erstellt. Anschließend habe ich mir eine Promptliste gesucht und mir zu allen 31 Tagen eine kleine Bleistiftskizze in mein Skizzenbuch gezeichnet. Es war wirklich sehr mühsam und ich habe dafür mehrere Stunden gebraucht. Das war für mich jedoch der wichtigste Schritt. An diesen kleinen Skizzen konnte ich mich nämlich orientieren, wenn ich wenig motiviert war. Denn der vermeintlich anstrengende Prozess der Ideenfindung ist weggefallen. Außerdem wusste ich so auch im Vorhinein, worauf ich mich einlasse. Mein zweiter Tipp für euch ist, realistisch zu bleiben. Genau genommen ist es nämlich unrealistisch davon auszugehen, jeden Tag ein super detailliertes Bild zu malen. Vor allem, wenn man es im Rest vom Jahr nicht mal schafft, jeden Tag zu skizzieren. Und selbst wenn man eine gute Zeichenroutine hat, kann immer etwas dazwischenkommen. Zeitnot, Sozialleben oder Krankheit. Oder das sogenannte Kreativ, wenn man einfach keine Ideen mehr hat. Und es ist, denke ich, sehr wichtig, sich von möglichst viel Perfektionismus loszulösen. Vor allem, wenn dieser Perfektionismus nicht den Malprozess an sich betrifft, sondern das Drumherum. Durch diesen Perfektionismus entsteht Druck und der kann kontraproduktiv sein und viel Energie rauben. Ich habe eingeplant, es einmal in der Woche nicht zu schaffen. Genau. Das war dann tatsächlich auch an 3 von 4 Wochen der Fall. Ich bin deswegen am nächsten Tag aber nicht demotiviert gewesen. Vielmehr hatte ich mehr Energie und war meist motivierter. Schließlich wusste ich auch, was meine Aufgabe war, denn darüber hatte ich mir bereits im Vorfeld Gedanken gemacht und das konnte ich so gut in meine Tagesplanung einbauen. Nicht zuletzt ist es wichtig, einfach nicht aufzugeben. Das ist also mein dritter Tipp, nicht aufgeben. Und ich denke, meine 2 ersten Tipps, Vorbereitung und realistisch bleiben, haben hier viel geholfen. Dennoch kann es manchmal einfach schwer sein, sein Ziel in Augen zu behalten. Es kann sein, dass Netflix, Sofa und Co. euch mehr reizen, als zu malen. Und hier hilft es, sich nicht den anstrengenden Weg vorzustellen, sondern sich vorzustellen, wie es sein wird, das heutige Ziel geschafft zu haben. Denkt also nicht daran, dass ihr ja noch eure Palette reinigen, den Tisch leer fegen und das leere Blatt bekämpfen müsst, sondern denkt an das tolle fertige Bild und dass ihr einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Ziel geschafft habt. Mir persönlich verschafft ein Abend auf der Couch zwar Gemütlichkeit und es ist angenehm und behaglich, aber ich bin danach nicht annähernd so zufrieden wie mit einem fertigen Bild oder wenn ich jetzt dieses Video fertig aufgenommen habe. So, und das waren jetzt auch schon meine 3 Tipps. Der erste Tipp ist Vorbereitung. Überlegt euch, was ihr wollt und wie ihr es erreichen wollt. Und mein zweiter Tipp ist, bleibt dabei realistisch, nehmt euch nicht zu viel vor. Und mein dritter Tipp ist, beißt euch durch, macht weiter und behaltet dabei euer Ziel im Fokus. Genau. Und damit beende ich für dieses Jahr auch das Kapitel Inktober. Ich hoffe, meine Inktober-Videos haben euch gefallen und vor allem auch, dass diese 3 Tipps euch nächstes Jahr bei eurem eigenen Inktober helfen können. Nächste Woche kommen übrigens 2 fischlastige Videos online. Wer mir auf Instagram folgt, kennt die Bilder wahrscheinlich schon und ahnt, was kommt. Aber auch so, schaut einfach wieder rein. Bis bald!